Halbzeit im ETM Fährengötter Praxistest. Seit Juli 2021 läuft der Vergleich von 7 Lastzügen nun schon. Und wie jedes Mal geht es darum, Wirtschaftlichkeit und Alltagstauglichkeit der einzelnen Lkw knallhart zu ermitteln. Wie immer findet dieser Test nicht nur in der gesamten Nutzfahrzeugebranche breite Beachtung, sondern interessiert vor allem auch Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Denn sie sind es, die Tag für Tag mit den Zugmaschinen unterwegs sind und sozusagen immer ein wenig mitzittern. Doch der laufende Test unterscheidet sich von den vorangegangenen Tests. Der Ukraine-Krieg hat weitreichende Folgen und sich natürlich auch auf das wirtschaftliche Umfeld der Transportbranche ausgewirkt. Zu nennen ist da vor allem die Kostenexplosion bei den Diesel- und AdBlue-Preisen. Also Dieselkraftstoff ist ja immer schon mit der größte Kostenpunkt des LKWs überhaupt. Bei uns liegen wir da bei knapp 35%. Und wenn natürlich der Dieselpreis explodiert, wie es in den letzten 12 Monaten passiert ist, bedeutet das natürlich, dass der Kraftstoffverbrauch noch einen höheren Stellenwert hat. Dazu kommt der AdBlue-Verbrauch. Auch AdBlue hat sich extrem verteuert. Und ich sag mal, wenn man bei früheren Tests den AdBlue-Verbrauch sich gar nicht so genau angeguckt hat, ob der jetzt 1 Liter oder 1,5 der LKW verbraucht oder 2 sogar. Aber bei, ich sag mal, AdBlue-Preisen, die dem Dieselpreis teilweise nichts mehr nachgestanden haben an der Tankstelle, da ist natürlich auch der AdBlue-Verbrauch wichtig. Wir haben Gott sei Dank mit allen Kunden einen sogenannten Dieselfloater. Das heißt also, je nach der Höhe des Dieselpreises werden auch unsere Preise prozentual angepasst. Und ich sag mal, wir reden hier von deutlich zweistelligen Preisanpassungen, ohne die wir gar nicht existieren können. Kommen wir im ersten Teil des Zwischenstandes zu den einzelnen Testkandidaten. Da ist zunächst der MAN TGX 26470 mit 12,4 Litern Hubraum und 470 PS. Fortgesetzte Probleme mit der Abgasanlage liefen kostenmäßig zwar auf Garantie bzw. Kulanz, verursachten aber 3 Ausfalltage für die Zugmaschine. Als weiteren Kostenpunkt musste der TGX eine erneuerte Schaltleiste am Multifunktionslenkrad wegstecken. Das getrübte Kostenbild steht allerdings im krassen Gegensatz zu den sehr positiven Erfahrungen, die die Firma Fährenkötter Transport und Logistik ansonsten mit dem MAN TGX gemacht hat. Aber so ist es eben beim Praxistest. Hier zählt alles, was Auswirkungen auf den betrieblichen Alltag hat. LKW verdient nur Geld, wenn er läuft. Und wenn der ausfällt, haben wir hier natürlich direkt ein Ertragsproblem. Und das schlägt sich in der Gesamtbetrachtung nieder. Wenn also ein Fahrzeug wie der MAN TGX hier mit einem Problem an der AdBlue-Anlage ausfällt, wird eben dieser Ausfalltag auch berechnet. Die Reparatur geht sicherlich auf Garantie, beziehungsweise die Teile und die Arbeitsleistung. Aber der Ausfalltag ist trotzdem in der Kalkulation mit drin und wirft ein Fahrzeug sicherlich nach hinten. Der MAN TGX von Fährenkötter hat eine Erstzulassung vom 8. März 2021. Ermittelt wurde beim Verbrauch ein Durchschnittswert von 29,1 Litern auf 100 Kilometer. Kein gerade auffallend wirtschaftlicher Wert. Doch darf man nicht vergessen, dass auch dieser LKW inzwischen modifiziert wurde und die aktuellen Veränderungen sich vielleicht auch auf den Verbrauch ausgewirkt hätten. Das gilt ebenso für eine Reihe von Ausstattungsfeatures. Am Ende ist es so, das, was wir uns damals gewünscht hätten, eben diese OptiView-Cams, also sprich das Spiegelsystem, das auf Kameras basiert, hätten wir gerne gehabt. Das ist heute serienmäßig zu bekommen. Die Aerodynamik ist nochmal nachgeschärft worden, soweit ich weiß. Und der Motor hat nochmal 10 PS mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Manko, was wir im Moment noch beim Verbrauch sehen, sich genau mit diesen Maßnahmen eigentlich erledigt hätte. Volvo Trucks erzielte 2022 mit 145.195 ausgelieferten Lkw das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Immerhin ein Plus von 19% gegenüber dem Vorjahr.
Vor allem der FH 460 6x2 mit 469 PS und 12,8 Litern Hubraum ist ein regelrechtes Erfolgsmodell. Im ETM-Fährenkötter Praxistest überzeugt dieser Volvo mit Globetrotter XL-Kabine durch einen sehr moderaten Dieselverbrauch von 27,5 Litern. Dass der Volvo damit bislang innerhalb des Tests auf Platz 2 rangiert, kann natürlich auch daran liegen, dass unmittelbar vor seiner Zulassung eine Modifizierung stattgefunden hat. Eine Anpassung also mit unmittelbaren Folgen auf den Test. Also beim Volvo ist es so, der ist ja nochmal sozusagen modellgepflegt worden, hat nochmal eine andere Optik bekommen, hat ein digitales Armaturenbrett erhalten. Das sind natürlich Dinge, die wir, also gerade unsere Fahrer, auch absolut mögen. Von der Wirtschaftlichkeit her ist immer davon auszugehen, dass, wenn der Motor nochmal angefasst wird, auch was dabei rauskommt. Und wie gesagt, es ist so, jeder halbe Liter zählt. Der DAF XF 480 mit Super Space Cap von Fährenkötter hat seine Erstzulassung aus dem März 2021. Ein knappes Jahr später wurde bereits sein Nachfolger vorgestellt. Damit könnte man theoretisch meinen, dass der alte XF sozusagen kaum eine Chance gegen die vielen aktuellen Lkw und ihre digitalen Mehrwerte hätte. Doch der ETM-Fährenkötter Praxistest zeigt auch, dass bewährte Technik durchaus ein Pluspunkt im Vergleich zu innovativen Neuerungen sein kann. Der souveräne 2021er XF verbraucht 28,49 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Im Alltag überzeugt er ausgerechnet dadurch, dass er der gute Alte ist. Die Qualitäten des DAFs, die gerade im Fahrerhaus ja seit Jahrzehnten immer wieder die gleichen sind, also besonders großes Bett, besonders hohe Qualität, besonders viel Raum in der Kabine, die wird wirklich von vielen Fahrern geschätzt. Also es gibt immer Fahrer, die auf digitalisierte Inhalte verzichten oder auf ein kamerabasiertes Spiegelsystem verzichten, aber dafür eben ihren DAF fahren. Und das ist also irgendwie gar nicht aus der Mode gekommen. 100 Lkw der Fährenkötter-Flotte sind Lastwagen von Mercedes-Benz und vom Typ Actros. Damit ist der Actros sozusagen das Volumenmodell im Fuhrpark. Beim ETM-Fährenkötter Praxistest ist es der Actros 2425 6x2 Gigaspace. Dieses Modell, an dem viele Fahrer und auch Joachim Fährenkötter die Mirrorcams schätzen, hat 449 PS und 12,8 Liter Hubraum. Beim Verbrauch belegt dieser im März 2021 zugelassene Lkw mit 28,41 Litern auf 100 Kilometer zurzeit den 3. Platz. Aber auch dieser Actros-Motor wurde inzwischen wieder überarbeitet. Also beim aktuellen Actros gibt es mehrere Dinge, die uns natürlich für das Testfahrzeug auch schon interessiert hätten. Das ist einmal der nochmal optimierte Motor, der sicherlich auch, wie wir es hier im Fuhrpark auch sehen, auch nochmal 3-4% bringt. Dann haben wir die neuen Scheinwerfer, die bei unseren Fahrern sehr gut ankommen. Und ein Kritikpunkt, den ich auch schon mal genannt habe, ist das Geräuschniveau. Das hat man deutlich nach unten gebracht. Der Actros ist jetzt richtig leise geworden. Dies war erst Teil 1 unseres Zwischenberichtes zum Stand des ETM-Fährenkötter Praxistests. Beim nächsten Mal verraten wir Ihnen dann, mit welchen Verbräuchen und Werten der Scania S450, der Iveco S-Way und der Renault T480 mit von der Partie sind. Und dann gibt es auch unsere aktuelle Hitliste mit den Durchschnittsverbräuchen sämtlicher Zugmaschinen.